Hi Nico. Hi. Nico, du bist Smart Home Fan und du hast dich bereit erklärt, unser smartes Luftmessgerät RQ zu testen. Vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich. Hier schiebe ich es dir mal rüber. Danke. Du kannst es gerne schon mal auspacken und deinen ersten Eindruck sagen. Oh. Ja, cool. Auf jeden Fall schickes Design. Raus. Ja, der passt auf jeden Fall in meine Wohnung. Von der Farbe her allein schon. Cool. Was haben wir hier Schickes? Ah, die Kabel. Okay. Ja, schick. Sieht auf jeden Fall gut aus. Vielleicht kannst du es gleich mal versuchen anzuschließen. Natürlich. Und in Betrieb zu nehmen. Na klar. So. Wohin jetzt am besten mit dem? Also am besten, du stellst es ungefähr auf Kopfhöhe, nicht direkt an ein Fenster, Okay. nicht in die direkte Sonne und nicht zum Beispiel neben einen Fernseher oder neben eine Lüftung, wo Luftströme rauskommen, sondern vielleicht am besten auf ein Regal. Okay, dann am besten da, oder? Genau, also wir haben den jetzt eingesteckt mal und er beginnt auch. Da sind Farben zu sehen. Genau, das ist richtig so, oder? Ja, perfekt, super. Cool. So, vielleicht kannst du jetzt mal die App runterladen und schauen, wie du damit zurechtkommst. Okay. RQ einrichten, mit QR-Code einrichten. Ich glaube, das sollte der hier sein, oder? Genau, auf jeder Packung ist ein individueller QR-Code drauf und mit dem kannst du dich verbinden. Okay. Gerät konfigurieren. Perfekt, super, hat geklappt. Gerätename mache ich einfach mal den RQ Wohnzimmer. Gerätepasswort, okay. Das sieht gut aus. Vergeben den Passwort, habe ich gemacht. Weiter. So, Konfiguration abschließen. So, der richtet jetzt ein und er leuchtet grün und blau. Kannst du mir dazu was sagen? Genau, also der ist jetzt fertig eingerichtet und voreingestellt bei dem RQ Pro, den du hast, ist immer der Gesundheits- und der Leistungsindex, der in dem Fall eben grün und blau leuchtet. Und du kannst aber in der App jetzt deine gewünschten LEDs konfigurieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest CO2 links haben und rechts einen anderen Stoff, wie du magst. Ja, CO2 und Feinstaub wäre cool, weil ich wohne gleich neben der Straße. Ja, da wäre es interessant zu messen. Dann richte das doch direkt mal ein. So, dann gehe ich jetzt mal in die Einstellungen, in die Grundeinstellungen und da wähle ich einmal auf der linken Seite Kohlendioxid aus und auf der rechten Feinstaub PM1 speichern. Jetzt müsste ja theoretisch mir was ansagen. Und schon hat sich's geändert. Und jetzt siehst du links schon, dass die LEDs nicht mehr ganz blau sind. Blau wäre sehr gut. Okay. Nach Blau folgt Orange und nach Orange folgt Rot. Aber noch ist alles in Ordnung. Du hast ein paar orangene Pünktchen. Das heißt, hier könnte man mal wieder lüften bald. Ne? Das kann dir jetzt im Alltag der Helfer sein, dass du sagst, oh, jetzt muss ich mal lüften. Beim Feinstaub kannst du dann, wenn du kochst, sehen, ob du vielleicht das Fenster aufmachen solltest oder dir eine bessere Abzugshaube besorgen solltest, wenn dann der Feinstaub so hoch geht. Okay. Genau, sehr schön. Ich sehe gerade, es leuchtet auf der anderen Seite auch. Ist das einfach das gleiche? Genau, das ist die gleiche, kannst es ja gleich mal umdrehen, das ist die gleiche Einstellung seitenverkehrt, sodass du es, egal wo du es im Raum platzierst, von jeder Seite anschauen kannst. Ach, cool, danke. Cool. Oh, der misst ja eine ganze Menge. Der ist hier schon fleißig am Messen, sehe ich. Oh, Lärm. Lärm zählt zu Luftverschmutzung. Ja, man sagt auch, Lärm vergiftet das Raumklima, weil es ungefähr dieselben Symptome auslösen kann wie CO2. Konzentrationsstörungen, Gereiztheit, Schlafstörungen. Also wenn man dauerhaftem Lärm ausgesetzt ist, zum Beispiel durch Straßenverkehr, kann das schon gesundheitliche Folgen haben. Deswegen ist es gut, dass der auch Lärm misst. Feinstaub sieht aber echt gut aus. Aber ich hätte nicht gedacht, dafür, dass wir so nah an der Straße wohnen. Ja, aber falls der Feinstaubwert mal höher sein sollte, dann kannst du auch bei den einzelnen Messwerten, wenn du draufklickst, gucken, wie die entstehen und was du dagegen tun kannst. Ah, okay. Ja, cool. Ich glaube, das muss ich mir alles nachher mal durchlesen. Das ist der RQ Gesundheitsberater, der dir dann immer wertvolle Tipps gibt, wenn irgendwas mal zu hoch sein sollte. Cool. Okay, und da
Benachrichtigungen finde ich die Option Feueralarm und Gasalarm. Kann ich den jetzt auch als Feuermelder nutzen? Als offiziellen Rauchmelder oder Feuermelder ist der RQ nicht geeignet, weil er nicht an der Decke platziert werden kann, wie es vorgeschrieben ist, und auch nicht batteriebetrieben läuft, sondern er hängt da am Kabel. Aber er ist eine sinnvolle Ergänzung, da er zum Beispiel ein schmorendes Kabel, was noch kein Brand ist, also genannt Schwelbrand, schon eher erkennen würde als ein Feuermelder, der an der Decke ist. Das heißt, es ist also er reagiert auf jeden Fall schneller, ist aber nicht offiziell zugelassen. Und beim Gasalarm passiert Folgendes, wenn zum Beispiel ein Gasleck irgendwo ist oder irgendwo was austritt, was gesundheitsschädlich oder gefährlich werden kann für dich, dann piept der RQ, das kannst du einstellen, und er leuchtet gelb und du kriegst eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, dass gerade irgendwas schief läuft, zum Beispiel der Ozonwert sehr hoch ist oder Methan, wenn du eine Erdgasheizung hast, solche Dinge. Also es kann schon das Leben retten auf jeden Fall. Okay, cool. Lieber Nico, vielen, vielen Dank. Ich sehe schon, du hast einiges zu entdecken und noch ein bisschen was am Handy rumzuspielen mit der RQ-App. Und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß und der RQ wird dir ein guter Alltagshelfer und du weißt es zu schätzen, wie wichtig Luftqualität auch im eigenen Zuhause ist. Wir werden dich vielleicht in 1, 2, 3 Wochen nochmal besuchen und nachfragen, wie es lief. Super. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch. Danke, dass ich ihn testen darf. Gerne. Tschüss. Tschüss. Hallo Nico. Hi. Schön, dass wir wieder da sein dürfen. Schön, dass ihr wieder da seid, ja. Wir wollten mal nachfragen, wie du dich so gefühlt hast mit deinem neuen Smart Home Device, wie du klargekommen bist. Ja, auf jeden Fall super cool. Ich habe es mittlerweile in mein IF-System integriert und man sieht auch, die Luftqualität ist besser als beim letzten Mal. Weil du jetzt mehr drauf achtest, oder? Auf jeden Fall aktiv mehr darauf achte, ja. Also ich habe vorher schon gemerkt, oh, er hat Kopfschmerzen, aber nie genau gewusst, warum und woran es liegt. Und dann halt alles möglich ausprobiert und jetzt kann ich es halt gezielt angehen, was mich echt freut, ja. Und mit der Integration in das Smart Home System IFT, da steuerst du jetzt mit dem RQ verschiedene Sachen, oder wie? Ja, da kann ich euch gleich mal was Cooles zeigen. Okay, wir sind gespannt. So genau, ich habe schon mal dahinter mit den Ofen angemacht. Das ist ein Smart-Ofen. Der ist mit dem IFT-System verbunden, mit der Bezahlversion. Genau. Und ohne Bezahlversion würde es nicht funktionieren, was jetzt? Genau, ohne Bezahlversion würde es nicht funktionieren. Theoretisch würde ich jetzt hier eine Pizza reinpacken und die würde zum Beispiel verbrennen. Dann würde Passiert dir das öfter, ja? Nein, nein, jetzt nicht mehr. Genau, dann würde sich ja der Feinstaubwert erhöhen. Und das demonstrieren wir hier am besten mal durch eine Räucherkerze, das habe ich schon vorbereitet gehabt. Und wir werden einfach mal gucken, ob dann theoretisch, so wie es klappen sollte, der Ofen ausgeht. Automatisch, wenn der Feinstaubwert eine bestimmte Grenze erreicht hat, dann geht der Ofen aus. Genau, halt so, zur Sicherheit. So, dass der nichts mehr verbrennen kann und die Pizza kein Feuer fängt. Genau, dann kann die auch, ja. Na, dann probieren wir es mal. Ja, sehr gerne. Hier haben wir ein Feuerzeug. Das dauert, glaube ich, kurz. Perfekt. So. Okay, also der Feinstaubwert ist mega hoch jetzt. Also jetzt wird es schon langsam gefährlich. Und theoretisch, ich weiß nicht, müsste der Ofen jetzt gleich reagieren und ja, da haben wir es. Es. Okay, das ist ja mega praktisch. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Fenster aufmachen. Ja, auf jeden Fall. Aber danke, dass du uns das nochmal demonstriert hast, ja, kein Problem. Gut man den auch ins Smart Home einbinden kann. Ja, auf jeden Fall. Aber der ist für meine Zwecke echt praktisch. Vielen Dank, lieber Nico. Dann wünschen wir dir weiterhin viel, viel Spaß und vielleicht gibt es irgendwann in ein paar Monaten nochmal ein Update. Sehr gerne.